Also für mich war das Thema ehrlich gesagt neu. Ich habe mich davor noch nicht wirklich mit befasst, aber ich fand das super interessant und auch sehr hilfreich für uns im Unternehmen, da wir ja auch Kinderschuhe machen. Und ich glaube, das war auch gut, dass man so viel Theorie hatte, um erstmal so in das Thema reinzukommen und um auch die ganzen Hintergründe zu verstehen. Also das war zwar am Anfang ein bisschen viel, man war so ein bisschen erschlagen, aber das ist ja notwendig, um dann halt auch das weitere Vorgehen zu verstehen. Deswegen fand ich das sehr gut. Das fand ich auch total cool, dass wir dann auch selbst mal so einen Blauabdruck machen konnten, um zu schauen, wie es bei unseren Füßen denn aussieht. Ich fand es besonders erschreckend, dass eigentlich alle Menschen mit gesunden Füßen oder zum Großteil zur Welt kommen und sich dann halt eben doch Deformationen bilden können aufgrund vom falschen Schuhwerk. Und das fand ich dann auch nochmal ganz anschaulich, als wir den Orthopäden Schuhmacher besucht haben. Genau, um halt nochmal zu sehen, wie man halt Deformationen speziell in Schuhen halt auch entgegenwirken kann und wie sich das dann auch zu Positiven auswirken kann. Und das fand ich alles super interessant und nehme da auch was für die Praxis dann mit. Wie gesagt, insbesondere halt im Bereich der Kinderschuhe, aber eben auch generell, wenn es um die ganze Machart von Schuhen geht und von der Passform. Zum Thema Biomechanik und Anatomie muss ich sagen, dass ich positiv überrascht war, wie wichtig das ist in Bezug auf Schuhe und wie stark der Einfluss doch dafür auch ist, anhand dessen Leisten zu bauen, Schuhe zu modellieren. Das war so eigentlich die Mischung aus allem, dass man Theorie macht und dann auch in die Praxis übergeht. Dass man darüber spricht, sich dann die Folien anguckt und dann aber auch die Messungen dann wirklich an seinen eigenen Füßen auch vollziehen kann. Und natürlich die Exkursion dann in die Orthopädie, wo wir waren, und zum Leistenbauer, Framas. Das war schon alles sehr interessant, ja. Dass man halt vormittags mehr Theorie macht, weil man noch aufnahmefähiger ist und Richtung Nachmittag dann auch vielleicht ein bisschen mehr sich bewegt und Tests macht. Ne? Es war für mich nie langweilig, es war immer
genau auf dem richtigen Niveau, dass man nicht überflutet worden ist an Informationen. Es war immer spannend, sehr informativ, gut aufbereitet und hat Spaß gemacht. Ja. Super, Ja, mehr kann man ja nicht, kann man sich ja nicht erhoffen als Feedback.